Wenn du Malta hörst, was siehst du vor deinem inneren Auge? Wahrscheinlich Sonne, das tiefe Blau des Mittelmeers, vielleicht die alten Festungen des Johanniterordens, der tapfer gegen die Osmanen kämpfte. Du denkst an Urlaub, an eine kurze Flucht aus dem grauen Alltag, eine Woche, in der du die Batterien wieder auflädst, bevor du in dein echtes Leben zurückkehrst. Das Leben aus Meetings, Staus und einem Himmel, der viel zu oft die Farbe von Beton hat. Das ist das Bild, das die meisten Menschen haben. Und damit liegen sie nicht falsch, aber sie sehen nur die Oberfläche, die glitzernde, sonnengetränkte Fassade. Aber was, wenn ich dir sage, dass diese Insel in Wahrheit einer der cleversten strategischen Standorte in ganz Europa ist? Was, wenn ich dir sage, dass Malta nicht nur ein Urlaubsziel ist, sondern eine moderne Festung für dein Vermögen und ein perfekt positioniertes Sprungbrett für dein globales Business? Denn hinter der 300 Sonnentage im Jahr strahlenden Kulisse verbirgt sich das vielleicht attraktivste und intelligenteste Steuersystem der gesamten EU. Dies ist keine Geschichte über einen Urlaub. Dies ist eine Geschichte über einen strategischen Geniestreich. Die Sehenswürdigkeiten, von denen wir sprechen werden, sind keine bloßen Touristenfallen. Es sind die Bausteine deines neuen, besseren Lebens. Lass uns in deinem neuen Hauptquartier beginnen. Valletta. Du gehst hier nicht ins Büro. Du gehst durch ein UNESCO-Weltkulturerbe. Stell dir vor, du verlässt dein Apartment in einem der prächtigen Kalksteingebäude, dessen honigfarbener Stein im Morgenlicht warm leuchtet. Du gehst durch die engen, von den berühmten Holzerkern gesäumten Straßen. Der Klang von Kirchenglocken mischt sich mit dem Klirren von Espressotassen aus den kleinen Cafés. Du betrittst die St. John Co. Cathedral, nicht als Tourist, sondern als Bewohner, der einen Moment der Stille sucht. Du stehst vor den opulenten, mit Gold verzierten Wänden und den Meisterwerken von Caravaggio und du denkst nicht an Sightseeing. Du denkst an Ehrgeiz, an Vision, an die unglaubliche Kraft, die entsteht, wenn Kapital und Glaube zusammenkommen. Nach einem Vormittag, bestimmt von Zoom-Gesprächen mit Kunden, in einem modernen Coworking-Space, der in einem 400 Jahre alten Palazzo untergebracht ist, gehst du nicht in eine stickige Kantine. Du spazierst zum Großmeisterpalast und von dort zu den Upper Baraka Gardens, blickst über den Grand Harbor, einen der größten Naturhäfen der Welt, und siehst, wie die Yachten und Containerschiffe ein- und ausfahren. Ein ewiges Symbol für den globalen Handel. Dieser Blick ist kein Touristenschnappschuss. Es ist der Moment, in dem sich dein Kopf klärt, in dem die kleinen Probleme des Tages bedeutungslos werden und du die Strategie für das nächste Quartal im Kopf formst. Valletta ist nicht nur eine Stadt, es ist eine tägliche Dosis Inspiration und Perspektive. Wenn du die absolute Stille suchst, die Konzentration für die wirklich große Entscheidung, fährst du nach Mdina, der stillen Stadt. Stell dir vor, du parkst dein Auto vor den massiven Mauern und betrittst die alte Hauptstadt nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Tagesbesucher verschwunden sind. Du gehst durch die von Gaslaternen beleuchteten, engen Gassen einer mittelalterlichen Festung. Deine Schritte hallen von den alten Mauern wieder. Es ist fast gespenstisch still. Hier, in dieser Stille, weit weg vom Lärm der Welt, kannst du klar denken. Du gehst bis zu den Bastionen und blickst über die Lichter der Insel, die sich unter dir ausbreiten. Dies ist dein persönliches Strategie-Retreat. Der Ort, an dem du deinen 5-Jahresplan nicht auf einem Whiteboard, sondern im Angesicht der Ewigkeit entwirfst. Und für eine andere Art von Perspektive besuchst du das Hal Saflieni Hypogeum. Dies ist kein einfacher Ausflug, du musst Monate im Voraus buchen. Aber was du erlebst, ist eine Reise 6000 Jahre in die Vergangenheit. Du steigst hinab in eine unterirdische Nekropole, die aus dem massiven Fels gehauen wurde, lange bevor die Pyramiden gebaut wurden. Du stehst in den Kammern und spürst die Echos einer Zivilisation, die so alt ist, dass sie fast unvorstellbar ist. Als Unternehmer, der immer an die Zukunft denkt, ist dies eine kraftvolle Lektion in Sachen Vermächtnis. Es erdet dich und erinnert dich daran, etwas von Dauer zu schaffen. Diese Verbindung zur tiefen Vergangenheit setzt sich fort bei den megalithischen Tempeln. Du stehst in Hagar Chim oder Menajdra, blickst durch die steinernen Tore dieser prähistorischen Tempel auf das tiefblaue Meer und fragst dich, welche Vision die Menschen hatten, die diese tonnenschweren Steine ohne moderne Technik bewegt haben. Oder du nimmst die Fähre auf die Nachbarinsel Gozo und besuchst Gantija, die ältesten freistehenden Gebäude der Welt.
Das ist kein Sightseeing. Das ist eine Meisterklasse in Projektmanagement und visionärem Denken gegen alle Widerstände. Aber Malta ist mehr als nur Steine und Geschichte. Es ist eine Insel, die vom Meer lebt. An einem heißen Nachmittag, wenn dein Gehirn nach einem Tag voller Analysen überhitzt ist, gibt es keinen besseren Reset-Knopf als die blaue Lagune auf der kleinen Insel Comino. Du nimmst ein privates Wassertaxi, um die größten Touristenmassen zu umgehen, und gleitest in Wasser, das so klar und türkis ist, dass es unecht wirkt. Du lässt dich treiben, schaust in den blauen Himmel und der ganze Stress löst sich im Salzwasser auf. Das ist kein Urlaub, das ist strategische Erholung auf höchstem Niveau. Ähnlich verhält es sich mit der blauen Grotte an der Südküste. Du nimmst morgens ein kleines Boot, bevor die Massen ankommen. Du fährst in ein Höhlensystem, in dem das Sonnenlicht unter der Wasseroberfläche reflektiert wird und alles in einem unwirklichen, leuchtenden Kobaltblau erstrahlen lässt. Du kehrst zurück, bevor die meisten Menschen ihren Arbeitstag begonnen haben, und bist um 9 Uhr an deinem Schreibtisch, erfüllt von einer Magie, die deinen ganzen Tag prägt. Wenn du Weite und Vision suchst, fährst du zu den Dingley Cliffs. Du spazierst an der höchsten Stelle Maltas entlang, der Wind peitscht dir ins Gesicht und du blickst auf ein endloses Panorama aus Himmel und Meer. Hier gibt es keine Ablenkung. Hier gibt es nur die rohe Kraft der Natur. Es ist der perfekte Ort, um über das große Ganze nachzudenken, über die Skalierung deines Unternehmens, über deine langfristigen Ziele. Am Wochenende, wenn du dem geschäftigen Treiben entfliehen, aber trotzdem die Zivilisation spüren willst, überquerst du den Hafen zu den 3 Städten: Vittoriosa, Senglea und Cospicua. Hier schlägt das wahre, authentische Herz Maltas. Das ist keine Sehenswürdigkeit, das ist Erdung. Es ist der Ort, der dich daran erinnert, dass es Dinge gibt, die größer und älter sind als dein Businessplan. Für das Familienleben gibt es Orte wie Melliha Bay, den größten Sandstrand der Insel. Das seichte, warme Wasser ist der perfekte, sichere Spielplatz für deine Kinder. Es ist die Rechtfertigung dafür, warum du so hart arbeitest, um ihnen ein Leben zu ermöglichen, in dem ein Nachmittag am Strand keine seltene Belohnung, sondern ein normaler Teil des Alltags ist. Und für das entspannte Networking fährst du am Sonntag nach Marsaslok, dem malerischen Fischerdorf. Du sitzt in einem der besten Fischrestaurants direkt am Wasser, isst den Fang des Tages und beobachtest die bunten Luzu-Boote, die im Hafen schaukeln. Dies ist der Ort für informelle Geschäftsessen, an dem du bei einem Glas Wein bessere Beziehungen aufbaust als in jedem Konferenzraum der Welt. Jetzt denkst du vielleicht, das klingt alles wunderbar, diese Mischung aus uralter Geschichte und mediterraner Lebensfreude. Aber das ist doch sicher nur etwas für Superreiche. Solche Orte sind doch Festungen wie Monte Carlo oder Zürich, in die man als Normalsterblicher kaum reinkommt. Und genau hier spielt Malta seinen größten Trumpf aus. Genau hier liegt die schlichte Genialität dieses Ortes, die ihn von anderen Steueroasen fundamental unterscheidet. Malta ist Vollmitglied der Europäischen Union. Für dich als deutscher oder österreichischer Staatsbürger, als EU-Bürger bedeutet das: Es gibt keine Mauern, es gibt keine Visa, es gibt keine komplizierten, monatelangen Einwanderungsprozesse, die dich zermürben. Der Prozess ist radikal einfach. Du buchst einen Flug, du steigst in ein Flugzeug, du landest und du bleibst. Das ist die Freiheit der Freizügigkeit innerhalb der EU, angewendet auf einen der strategisch klügsten Orte, die du wählen kannst. Du brauchst keine Millionen auf dem Konto, um diesen Schritt zu wagen. Du musst kein Oligarch oder Tech-Milliardär sein. Malta ist der zugängliche, intelligente Einstieg in ein Leben, das hohe Lebensqualität mit strategischen Vorteilen verbindet, ohne die finanziellen und bürokratischen Barrieren, die dich anderswo aussperren würden. All diese Schönheit, diese unglaubliche Lebensqualität, die eine perfekte Balance zwischen Arbeit, Kultur und Natur ermöglicht, wird untermauert von einem System, das für Unternehmer und globale Bürger wie dich konzipiert wurde. Es ist der Motor, der dieses Leben antreibt. Als sogenannter Non-Dom, Non-Domiciled Resident, lebst du auf Malta, aber dein weltweites Einkommen, das du nicht nach Malta bringst, bleibt steuerfrei. Deine Firma, die du auf Malta gründest, zahlt auf dem Papier zwar 35% Steuern, aber durch ein cleveres und absolut EU-konformes Rückerstattungssystem für die ausländischen Anteilseigner
landet der effektive Steuersatz oft bei nur 5% oder sogar 0. Verstehst du? Du kombinierst die volle Rechtssicherheit und den Zugang zum Markt der Europäischen Union mit einer Steuerlast, die ihresgleichen sucht. Das ist keine zwielichtige Steueroase. Das ist ein durchdachtes, intelligentes System, das Talente und Kapital anziehen soll. Malta ist also nicht die Wahl zwischen einem schönen Leben und einem erfolgreichen Geschäft. Es ist die Erkenntnis, dass beides untrennbar miteinander verbunden sein kann. Die 7000 Jahre alte Geschichte der Insel lehrt dich strategische Weitsicht. Das tiefblaue Meer lehrt dich Freiheit. Und das moderne, wirtschaftsfreundliche System gibt dir die Mittel, um beides in vollen Zügen zu genießen. Wenn du bereit bist, den Schritt zu wagen und herauszufinden, wie du Malta zu deiner neuen strategischen Heimatbasis machen kannst, von der Firmengründung über den Non-Dom-Status bis zur Wohnsitznahme, dann ist es an der Zeit, mit uns zu sprechen. Wir sind keine Reiseführer. Wir sind die Architekten deines neuen Lebens auf dieser einzigartigen Insel. Wir zeigen dir, wie du die Vorteile dieses Systems voll ausschöpfen und gleichzeitig eine Lebensqualität erreichen kannst, die du nirgendwo sonst in Europa findest. Buche eine persönliche Beratung über den Link in der Beschreibung und lass uns deine Festung im Mittelmeer bauen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.